Wer von euch hatte in seiner Beziehung schon mal ein ganz klares Bauchgefühl und hat dann leider nicht drauf gehört? Da sehe ich doch ein paar Hände. Danke. Und wer von euch hatte in seinem Arbeitsleben vielleicht schon mal so ein ganz klares Bauchgefühl und hat dann auch leider nicht drauf gehört? Okay, noch ein paar mehr Hände. Danke. Ich muss euch sagen, ich habe gelernt, auf mein Bauchgefühl zu hören und jetzt bin ich im 6. Monat schwanger. Danke. Ich lebe glücklich in einer erfüllten Partnerschaft und ich habe Lust, euch in den nächsten 10 Minuten zu erzählen, wie ihr auch noch leichter auf euer gutes Bauchgefühl hören könnt. Ich lebe seit 4 Jahren in einer Beziehung. Letztes Jahr haben wir geheiratet, kommen jetzt im Weihnachten ein Kind. Und erstmal liest sich unsere Beziehung relativ klassisch und konventionell, wie so ein Businessplan. Und gleichzeitig habe ich mich noch nie so selbstbestimmt, so frei und gleichzeitig so geborgen gefühlt wie jetzt. Denn wir leben in einer offenen Ehe. Das heißt für uns, dass es noch andere Menschen gibt, mit denen wir intime Beziehungen teilen und die uns als Paar begleiten. Unser gemeinsames Mantra ist echte Liebe und absolute Ehrlichkeit. Für weniger mache ich es nicht mehr. Und warum das nicht nur für meine Beziehung, sondern auch für mein Arbeitsleben gilt, werde ich euch zeigen. Ihr fragt euch, will ich euch jetzt alle überreden, eure Jobs in Frage zu stellen, eure Beziehungen zu öffnen und zum Polyamorismus zu konvertieren? Lasst euch überraschen. Die Frage ist ja erstmal, was bedeutet überhaupt Polyamorie? Ich versuche es mal in einem Satz zu erklären. Polyamorie ist eigentlich ein Kunstwort. Setzt sich aus dem altgriechischen polis für viele, mehrere und dem lateinischen Wort amor für Liebe zusammen und bezeichnet eine Form des Liebeslebens, bei der eine Person mit mehreren PartnerInnen Liebesbeziehungen pflegt, wobei diese Tatsache allen Beteiligten einvernehmlich bekannt ist. Das heißt, polyamore Beziehungen gründen sich auf der Idee, dass sie langfristig und vertrauensvoll miteinander gelebt werden. Hört sich alles gut an. Die Frage ist, was bedeutet das für mich? Für mich bedeutet Polyamorie nicht höher, schneller, weiter. Es geht nicht um einen beliebigen Austausch mit möglichst vielen verschiedenen SexualpartnerInnen. Für mich geht es um Wahrhaftigkeit. Fühlt sich unser Kontakt gerade stimmig an? Welches Bedürfnis kann ich mir in unserer Beziehung erfüllen? Wie kann ich meine Wünsche und Sehnsüchte in unserer Beziehung authentisch formulieren? Ein Ich liebe dich ist nichts, was ich direkt beim ersten Date sage oder aber nur einmal vor dem Altar. Ein Ich liebe dich ist für mich eine Entscheidung, die ich jeden Tag aufs Neue treffen darf. Das, was ich früher nur intuitiv gespürt habe, kann ich jetzt mit Sicherheit sagen. Es geht bei all dem um Bedürfnisorientierung. Fragen wir uns also, was sind Bedürfnisse? Bedürfnisse sind Aspekte wie Sicherheit, Freiheit, Verbundenheit, die uns Menschen gemeinsam sind und die wir in unterschiedlichen Ausprägungen alle haben. Das heißt, der Eremit in den tibetischen Bergen hat genauso das Bedürfnis nach Ruhe wie die Mutter von 4 Kindern in einer 2-Raum-Zimmerwohnung in Köln-Ehrenfeld. Wie viel sie davon jeweils in ihrem Leben realisieren können, ist die zweite Frage, aber das prinzipielle Bedürfnis haben sie gemeinsam. Wie funktioniert jetzt Bedürfnisorientierung? Wenn ich rückblickend auf mein Leben schaue, kann ich darin ganz klar 4 Schritte erkennen, wie ich Bedürfnisse in meinem Leben aufspüre und lebe und wie ich auch andere dabei unterstütze, das noch besser zu tun. Das erste ist, meine Bedürfnisse zu erkennen. Wie mache ich das? Bei mir war es zum Beispiel so,
Ich hatte durch meine vorherigen Erfahrungen einen Glaubenssatz aufgebaut, der hieß, eine erfolgreiche Frau wie ich kann leider nicht einen Mann an ihrer Seite haben, der sie unterstützt. Wo kam der her? Bei mir war es zum Beispiel, ich war als junge Frau, war ich in der Männerdomäne durchgestartet. Diplom, Master, Auslandserfahrung, Unternehmensberatung, Unternehmen begleiten, Führungskräftetrainings geben, Hosenanzüge, kurze Haare, klare Ansagen. Ich glaube, ihr bekommt das Bild. Beruflich würde ich sagen, ganz vorn mit dabei, privat eher konventionell. Ich war zu dem Zeitpunkt mit einem Mann zusammen, bei dem ich dachte, naja, passt schon. Er war in meine WG gezogen, irgendwann suchten wir eine größere Wohnung, dachten ans Heiraten, versuchten schwanger zu werden und dann verloren wir 2 Kinder. Und obwohl er mir sehr nah sein wollte, verloren wir uns als Paar in diesem. Daraufhin folgte mein großer innerer Aufbruch. Ich kündigte meinen Job, reiste nach Indien, Selbsterfahrung, ihr kennt das. Und engagierte mich politisch. Ich lernte Polyamorie kennen und auf einmal war es möglich, Liebe flexibler zu denken. Es erschien mir wie die Erlösung aus meinem goldenen Käfig, den ich doch vorher so fleißig gebaut hatte. Ich probierte mich aus, fragte mich, ob ich nicht vielleicht besser mit einer Frau zusammen sein sollte und genoss mich so richtig. Selbsterfahrung, Experimente, Freiheit, das volle Programm. Ein kleiner Zeitsprung, 5 Jahre später. Als ich meinen heutigen Mann Markus kennenlernte, hatte ich meine Lust kennen und schmecken gelernt. Ich hatte meine innere Königin entdeckt. Ich hatte unvergessliche Momente erlebt. Und ehrlicherweise waren einige davon auch ganz schön schmerzhaft. Ich hatte mich irgendwie in abhängigen Beziehungen wiedergefunden und ich rede in der Tat vom Plural. Und aus meiner Königin-Krone war der ein oder andere Zacken bereits rausgebrochen. Ich hatte Männer kennengelernt, die fasziniert waren von meiner inneren Größe. Aber in einer Beziehung war ihnen das dann doch ein bisschen zu unheimlich. Daher dachte ich, jetzt weiß ich, was ich will. Augenhöhe, Verbindlichkeit, mich fallen lassen können, das war es doch, was ich vermisst hatte. Gleichzeitig wollte ich diesen Geschmack der Freiheiten nicht mehr vermissen. Das bringt mich zu meinem zweiten Punkt. Bedürfnisse kommunizieren. Daher machte ich meinem Mann direkt zu Beginn eine klare Ansage. Ich werde mich nicht mehr klein machen und meine innere Wahrheit verleugnen, nur um eine feste Beziehung zu haben. Ich wollte ein Bekenntnis zu mir und gleichzeitig Selbstbestimmung. Ich wollte eine offene Beziehung und war mir sicher, dass er schreiend davonläuft. Wisst ihr, was passiert ist? Er war begeistert. Wie mein Vater zu sagen pflegte, nur sprechenden Menschen kann geholfen werden. Er hatte offensichtlich recht. Das war in der Tat der Beginn einer Beziehung auf Augenhöhe. Und paradoxerweise schaffte genau dieses Freilassen eine unglaubliche Verbundenheit. Ihr seht, ich bin für Transparenz. Wir legen unsere Bedürfnisse offen wie ein Memory und gucken, wo wir ein Match finden. Denn jeder Jack ist anders und das ist gut so. Das führt mich zum zweiten Aspekt, der Verletzlichkeit. Könnt ihr euch vorstellen, wie ich mich gefühlt habe, als ich mich direkt beim Kennenlernen so geoutet habe? Aber es hat zwar Mut erfordert, aber es hat sich gelohnt. Was wäre, wenn wir in Organisationen arbeiten würden, sie so gestalten würden, dass wir uns genauso mutig und offen zeigen können? Dass wir uns Transparenz und verletzlich machen. Unsere Arbeitsbeziehung ist dann genau das, was uns miteinander verbindet, was wir miteinander vereinbaren. Wenn wir uns zumuten und so transparent sind, schaffen wir eine gute Grundlage dafür,
für eine Arbeitskultur, in der wir uns genauso selbstbestimmt zeigen können. Meine Vision ist es, dass es in immer mehr Unternehmen selbstverständlich wird, so miteinander zu kommunizieren. Der dritte Punkt: Bedürfnisse realisieren. Ich weiß, das ist nicht immer leicht. Ich unterstütze sowohl Paare als auch Teams dabei in ihren Prozessen und ich merke, dass meine innere Kapazität für schwierige emotionale Situationen mir hilft, andere in ihren schwierigen emotionalen Situationen mit Gelassenheit und Mitgefühl zu begleiten, mich entspannt macht in den Stürmen der Beziehungen. Im Kölschen heißt es, wir sind alle Menschen. Und das ist gut. Denn die Gefühle von Trauer, von Wut, von Ohnmacht haben bildlich gesprochen alle dieselbe Farbe. Egal, wo wir uns befinden. Auch wenn in Organisationen gern so getan wird, als gäbe es dort diese Emotionen nicht. Und wisst ihr, was der Clou ist bei all diesen Gefühlen, Bedürfnissen, Beziehungen, Unternehmen? Sie dürfen sich ändern. Vielleicht hat selbst der Eremit aus den tibetischen Bergen irgendwann genug von der Ruhe und geht zurück zu seinen 4 Kindern nach Köln-Ehrenfeld. Das bringt mich zum 4. Punkt: Bedürfnisse anpassen. Denn let's face it, so wie sich Bedürfnisse ändern, ist im Grunde genommen das einzig Stetige im Leben der Wandel. Mein Körper erneuert sich alle 7 Jahre. Manchmal baut das Special Effects mit ein. Genauso ist meine Beziehung nicht mehr dieselbe, wie sie vor 4 Jahren war. Und sie wird auch in 4 Jahren nicht mehr dieselbe sein. Wir werden andere Absprachen und Arrangements haben, weil sich unsere Bedürfnisse geändert haben werden. Damit unsere Beziehungen belastbar und nachhaltig bleiben, dürfen wir immer wieder unsere Vereinbarungen überprüfen. Für mich ist es fast selbstverständlich, dass das für unsere Liebesbeziehung gilt. Fühlt sich unsere Liebe lebendig an? Was wollen wir von der Verbindung? Was brauchen wir, um glücklich miteinander zu sein? Genau dieselben Fragen können wir uns in unserem Arbeitsleben stellen. Wie geht es uns in unserem Miteinander? Fühlen wir uns noch lebendig? Worüber müssten wir eigentlich mal sprechen, damit wir wieder glücklich zusammenarbeiten können? Ich wünsche mir mehr Unternehmen, die ihre Unternehmensstruktur an die Bedürfnisse der MitarbeiterInnen anpassen, die offene Räume für Gespräche und Austausch bieten. Es braucht manchmal ein bisschen Unterstützung. Seit 10 Jahren begleite ich Unternehmen in Veränderungsprozessen und da fallen mir immer wieder genau diese 4 Punkte auf, die uns Menschen oft so schwer fallen. Bedürfnisse erkennen, Bedürfnisse kommunizieren, Bedürfnisse realisieren und Bedürfnisse anpassen. Ihr seht, es gibt für mich weder einen Polyzwang noch einen Agilitäts- oder Digitalisierungszwang. Es geht für mich darum, uns zu vergegenwärtigen, dass wir die Wahl haben, dass wir selbst entscheiden können. Wenn ich mit Unternehmen arbeite, dann denken sie oft, sie müssten diese neuen Strukturen, diese neuen Konzepte für alle direkt einführen. So wie ich diese neuen Ideen von New Work, Agil, aber auch Polyamorie verstehe, geht es nicht darum, sie mit Hauruck allen überzustülpen. Ich glaube, es sind nicht mehr die 68er. Unsere Revolution ist stiller, sie ist zarter. Es geht darum, uns zu erinnern, dass wir die Wahl haben, aus dem bunten Blumenstrauß der Möglichkeiten uns eine Lieblingsblume herauszupicken, sie ans Herz zu stecken oder auch vielleicht eine kleine Auswahl und abwechselnd dran zu riechen. Wer seine Bedürfnisse ernst nimmt und klar kommuniziert, was er oder sie braucht und will, übernimmt damit Verantwortung für seine Beziehungen. Und das ist ein unheimlicher Antrieb.
das nicht an der Haustür, diese Energie und Selbstbestimmung stehen zu bleiben. Ich bin für neue, nachhaltige Unternehmens- und Liebesbeziehungen. Das zentrale Element ist für mich, du kannst dich entscheiden. Du hast die Wahl aus allen Möglichkeiten. Du hast die Verantwortung für deine Entscheidung und du hast die Freiheit, deine Bedürfnisse immer wieder zu überprüfen und anzupassen. Vielen Dank.